Hallo und herzlich willkommen zur Solve Problems Serie von Lauterbach. Heute schauen wir uns anhand eines Doppelrohrkühlers an, wie man diesen mit LV-Modulen aufbauen und einzelne Module miteinander verknüpfen kann. Schauen wir uns kurz an, wie unser Doppelrohrkühler aussieht. Es sind zwei Rohre, die ineinander verbaut sind. Auf der Innenseite ist das heiße Chlor, auf der Außenseite ist das kalte Wasser. Somit ergibt sich ein Wärmeübergang vom heißen zum kalten. Wie können wir das in unserer Software beschreiben? Das Problem lässt sich in 7 Module unterteilen, die wir auch gleich alle noch in der Software sehen werden. Zum einen ist das die Bilanz, zum anderen ist es die Wärmeübertragung, einmal vom inneren Rohr, einmal im Ringspalt, also das Rohr, was das Rohr umgibt, die Stoffwerte von Wasser und unsere Chlorstoffwerte. Dann haben wir noch die jeweiligen Druckverluste als 2 Module. Öffnen wir nun die Software und bauen uns unser Problem nach. Zunächst suchen wir unsere Bilanz, in der Software mit BIL abgekürzt. Jetzt haben wir unsere Bilanz hinzugefügt. Als nächstes Modul fügen wir unsere Wärmeübertragung ein. Die erste ist mit G1 im VDI Wärmeatlas hinterlegt. Daher können wir sie hier direkt finden. G2 ist die Wärmeübertragung des Ringspalts. Als drittes fügen wir unsere Stoffwerte hinzu. Zum ersten Wasser. Und als zweites kommt noch Chlor. Das ist als tabellierter Stoffwert in der Datenbank hinterlegt. Für unsere Druckverluste haben wir zum einen mit FDP abgekürzt und als zweiten haben wir einen Druckverlust, der nach L13 im VDI Wärmeatlas beschrieben wird. Dabei geht es um die Querschnittsverengung und diese soll in unserem Fall stetig sein. Jetzt im zweiten Teil schauen wir uns unsere Bilanz etwas genauer an und wir finden hier beispielsweise auf der Innenseite unser Chlor wieder, auf unserer Außenseite das Wasser und unser Beispiel Massenstrom sei jetzt mal 18.500 Kilogramm die Stunde. Und da diese ebenfalls hier in der Wärmeübertragung vorkommen, nämlich genau dort, jetzt ist unser Ziel, sie miteinander zu verbinden, sodass wir sie nicht jedes Mal händisch eingeben müssen. Hierzu machen wir einen Rechtsklick auf unser Massenstrom und sagen Variable merken. Diese ist nun hier oben im Navigator gespeichert und kann in unserer Wärmeübertragung eingefügt werden. Gehen wir hier rein, finden wir unsere Variable wieder. Per Drag and Drop ist diese nun jetzt hier eingefügt und wir sehen, dass es kursiv ist. Das bedeutet, dass sie miteinander verbunden sind und unsere Verbindung der einzelnen Module lässt sich jetzt auch anzeigen durch diesen roten Strich. Das heißt, wir haben durch unsere Variable, die wir jetzt vom einen ins andere eingesetzt sind, eine Verbindung dieser beiden Module geschaffen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier das auf 18.000 Kilogramm die Stunde ändern, so findet diese Änderung ebenfalls in unserem anderen Modul statt.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war hilfreich und bis zum nächsten Mal.